Die Côte d'Opale im Norden Frankreichs. Kontrastreiche Naturlandschaft, geprägt vom rauen Atlantikklima des Ärmelkanals. Im Zweiten Weltkrieg Teil von Hitlers berüchtigtem Atlantikwall. Heute Naturschutzgebiet und Schauplatz einer modernen Medien-Challenge. Deutscher TV-Autor fordert YouTube heraus. Eine waghalsige Idee, die hier an der Atlantikküste zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer das Licht der Welt erblickte. Die Herausforderung: 1000 YouTube-Abonnenten in 12 Monaten. Und die Zeit läuft. Wird das Experiment gelingen? Oder scheitert der Profi auf der Suche nach dem Abonnentengral an der wilden Schönheit der Opalküste? Als Fernsehautor arbeitest du in der Regel für Formate, die es schon seit längerem gibt. Und da sind natürlich alle Strukturen schon vorgegeben. Das fängt von den Inhalten an, geht über die Text- und Bildebene bis hin zur Musik. Das ist natürlich wahnsinnig spannend und herausfordernd, macht auch wirklich Spaß, aber ich wollte immer mein eigenes Format entwickeln. Mein YouTube-Kanal gibt es seit 2012. Damals habe ich mir diese wunderbare Canon EOS 600D gekauft, die Vlogging-Kamera ihrer Zeit, weil sie dieses ausklappbare Display hatte. Und ich wollte den Kanal mit Lost Places Videos bestücken. Dazu wollte ich natürlich einige Produktreviews machen. Leider musste ich feststellen, dass das viel mehr Arbeit machte, als ich mir das vorgestellt habe. Und da ich beruflich sehr gut eingebunden war, habe ich dann das Projekt sehr schnell wieder fallen lassen. Das einzige Video, das aus dieser Zeit übrig geblieben ist, ist das vom ehemaligen Bahnhof im belgischen Monsen. Viel Spaß dabei. Ende 2019 schien sich mein Traum vom eigenen Format fürs Fernsehen zu erfüllen. Gemeinsam mit meiner Kollegin habe ich ein Talkshow-Format entwickelt. Leider dauerte das Glück nicht lange, denn 2020, wissen wir alle, gab es die Corona-Pandemie und die Lockdowns und die waren für uns faktisch ein Berufsverbot. Wir saßen zu Hause, konnten keine neuen Folgen mehr drehen und die Sendung wurde deshalb bis auf Weiteres eingestellt. Was sollte ich tun? Ich wollte kreativ werden und habe dann gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin ein YouTube-Format entwickelt. Ich habe das Konzept geschrieben, Equipment gekauft, ein Studio eingerichtet. Nur leider basierte das ganze Konzept auf einem Missverständnis. Ich dachte, meine Lebensgefährtin kommt mit vor die Kamera, aber das wollte sie nicht und so war das Ganze dann erledigt. Da ich nun das ganze Equipment hatte, bot ich meinen Freunden an, für sie kleinere Clips für YouTube oder Social Media zu drehen. Und sie meinten, ich solle doch mein Wissen, meine Erfahrung mit euch teilen. Zuerst habe ich mich ein bisschen geziert, aber als ich dann in Salzburg war, vor dieser schönen Kulisse, habe ich meine Smartphone-Kamera gezückt und erste Videos gemacht. Und was soll ich sagen, ich habe Lunte gerochen. Ihr wollt Content Creator werden und ihr habt vielleicht schon einige 100 oder sogar 1000 Euro in Equipment investiert. In Medias Res ging es aber dann erst 2025 im April. Ich war im Urlaub in Pas-de-Calais und wollte die schöne Landschaft nutzen, für euch ein paar Videos zu drehen. Frei nach dem Motto, YouTube leicht gemacht für jedermann mit dem Know-how vom TV-Profi. Und damit das Ganze noch eine größere Herausforderung wird, habe ich mir eine Challenge ausgedacht. Mein Experiment: 1000 Follower in 12 Monaten. Dass es kein Zuckerschlecken werden würde, einen YouTube-Kanal aufzubauen, das war mir von Anfang an bewusst. Niemand wartete auf meine Videos. Dass die Erfahrung aber so frustrierend sein würde, damit hätte ich nicht gerechnet. Die wenigen, die sich meine Videos anschauten, klickten sie nach relativ kurzer Zeit weg und ich musste mir wirklich die Frage stellen, ob ich für YouTube gemacht bin oder ob ich nicht besser den Kanal einfach aufgeben sollte. Was mich wirklich bewegt hat, weiterzumachen, waren die vielen lieben Kommentare meiner wenigen Abonnenten, die sich treu jedes Video angeguckt haben. Die konstruktiven Vorschläge, die mich dann motiviert haben, wirklich diesen Kanal weiterzumachen. Und das ist für einen kleinen YouTuber wie mich, der kein Geld mit seinem Kanal verdienen möchte, das Wichtigste.
Denn ich möchte euch dabei unterstützen, selber kreativ euren YouTube-Kanal zu gestalten. Und deshalb ist es mir egal, ob ich in einem Jahr 5.000 oder 5.000 Abonnenten habe. Solange ich Spaß dran habe, werde ich diesen Kanal aufrechterhalten. Und so wird der Profi auch in Zukunft zeigen, wie man TV-Storytelling auf die Struktur eines Videos anwendet, wie es auf der Textebene umgesetzt wird und wie Musik und Schnitt das Ergebnis beeinflussen. Er wird euch Tricks aus seinem TV-Alltag zeigen und für euch neue Dinge ausprobieren. Kommentiert, liked und abonniert.